Künstler und Wissenschaftler haben eine Sache gemeinsam: dieses unglaubliche Privileg der Freiheit, an den Sachen arbeiten zu wollen, die sie für interessant halten. Die Wahrnehmung von Kunst, sei es ein Gemälde, eine Skulptur, eine Installation, hat immer ähnliche Prinzipien wie die Wahrnehmung allgemein. Im Städel geht man spazieren und geht immer wieder dran vorbei und irgendwann denkt man sich, Moment mal, da war doch was. Ich habe das immer so aus der Distanz gesehen und irgendwann nähert man sich. Wenn man sich was anschaut, hat man einfach eine sofortige Reaktion. Es ist wie ein Filter, den man nicht abstellen kann. Man nimmt etwas wahr und es wird sofort eine Meinung, eine Evaluierung draufgesetzt, mit der man dann so ein bisschen spielt. Wenn man näher rangeht und ein bisschen zur Seite geht und den Kopf hin und her bewegt, dann sieht man, wie die Farben sich aktiv verändern. Und das ist dann plötzlich wieder faszinierend. Und da wird man natürlich vielleicht doch ein analytischer Seher sozusagen, denkt, wie geht das denn eigentlich? Und dann fängt man an, das so ein bisschen so anzuschauen. Und dann sieht man diese große, energische Geste, die sozusagen aussieht, als ob da ein riesen Eimer rübergeworfen wurde. Und auch das dynamisch ist und das soll ja irgendwie nach unten sozusagen laufen und schmelzen. Und das ist dann schon eine Spannung, die wir als Wissenschaftler in unserem Gebiet haben von dynamischen Prozessen und statischer Interpretation. Also mein erster Eindruck, einfach eine wunderbare Explosion von Farbe, die auf einen zukommt, schon wenn man in den Raum reinkommt. Es erfüllt nicht nur den Raum, sondern irgendwie den Wahrnehmungsapparat. Die Formen, die Farbe, man weiß so ein bisschen, was los ist, aber auch wieder nicht. Man geht auf das Ding zu und sagt, was ist denn das für ein... Das ist faszinierend und das saugt einen wirklich rein. Ausgewählt habe ich es für diese Präsentation, weil als ich davor stand, es ist mir immer wieder selbst passiert, dass man auf eine Ecke guckt oder auf eine suggerierte Figur guckt und man sie so kurz sieht, interpretiert und dann ist es wieder weg. Und dieses Hin und Her, dass man sozusagen Aufmerksamkeit auf etwas lenkt, das aber so hin und her wackelt, das ist ein typisches Prinzip sowohl der visuellen als auch der auditorischen Wahrnehmung. Wir wissen inzwischen relativ genau, dass die Aufmerksamkeit selbst sozusagen oszilliert oder wie als so rauf und runter geht, und zwar relativ schnell, mehrmals pro Sekunde. Das heißt, was wir wahrnehmen und interpretieren als kontinuierliches Signal, ist eigentlich ein aufgedröseltes, zeitlich gespaltenes Signal. Letztendlich ist ja Sehen ein Akt der Verführung. Das heißt, das Objekt verführt einen, es weiterzusehen und sehen zu wollen. Und wenn man das schaffen kann und irgendwie den Wahrnehmungsmoment aufbrechen kann in dieses Verführerische, dann ist was gewonnen.